Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich dir die Matter Wall Switches zeigen. Diese basieren auf Matter über Wi-Fi. Es gibt die Warnschalter mit 1 oder mit 2 Tasten. Ich zeige dir jetzt den Warnschalter mit einer Taste in Detail. Hinten findest du die Anschlüsse mit L und N, um die Netzspannung anzuschließen. Das L1 ist die Phase für den weiteren Anschluss. Beim Warnschalter mit 2 Tasten gibt es hier noch einen L2-Anschluss. Zum Montieren des Warnschalter kannst du diesen in 3 Teile zerlegen: Taster, Rahmen und Schaltereinheit. Wenn man das dann rausnimmt, so das sind dann die 3 Teile mit Taster, Rahmen und Schaltereinheit. Auf der Rückseite der Taster findest du den Matter QR-Code bzw. 11-stelligen Zahlencode, um Taster mit dem Schaltereinheit zu verbinden. Dann das Taster in den Rahmen dann platzieren und dann die Schaltereinheit hier verbinden und dann die beiden Teile dann fest zusammendrücken, bis ein Klick zu hören ist. Zum Zurücksetzen des Matter Wandschalter für 5 Sekunden auf eine beliebige Taste drücken. So hier bei einem Kanal so gibt es dann nur eine Taste und bei dem 2-Gang oder 2-Kanal Matter Wandschalter dann auf eine beliebige Taste dann drücken. Den Matter Wandschalter mit 2 Tasten habe ich in einen 68 mm Hohlwanddose eingebaut. Für die Demonstration habe ich einen Netzstecker und 2 Steckdosen verwendet, also hier, und dann diese beiden Leuchten dann auch hier eingesteckt. Das ist sehr wichtig, bitte beachte, dass den Einbau nur eine elektrisch qualifizierte Person durchführen darf. Dann stecke ich dann den Wandschalter nun an. Und dann schauen wir, wie man das dann in die App verbindet. Dieser Wandschalter ist in Auslieferungszustand schon im Kopplungsmodus und es blinkt dann die LED-Indikator auf den ersten Taste für 15 Minuten. So lange ist das Produkt auch im Kopplungsmodus. Ich gehe jetzt in der Smart Plus App, in das Zuhause, wo ich das Produkt dann hinzufügen möchte. Dann klicke ich dann oben rechts auf das Plus-Symbol. Es öffnen sich hier mehrere Optionen. Ganz erst dann auf Gerät hinzufügen klicken. Anschließend drücke ich auf automatische Suche hier und die App sucht in der Nähe nach Produkten über Bluetooth. Dies geht nun auch für die Matter-Produkte, wie ich dir in einem Short gezeigt habe. Falls du solche Nachrichten oder Neuigkeiten nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Durch Drücken auf Hinzufügen, rechts neben dem Hybrid Switch 2 Kanal, klicken öffnet sich die Abfrage, mit welchem WLAN du den Funkschalter verbinden möchtest. Dann gleich deine WLAN auswählen und ein Passwort eingeben und dann unten auf Bestätigen klicken. Und jetzt wird die Produkt zu deinem Router, zu dem Cloud dann verbunden. Und das siehst du auch in dem Progress. Und jetzt war das Produkt dann erfolgreich verbunden. Rechts neben hast du auch oder bei Drucken auf Bearbeiten kannst du dann die Name von dem Produkt oder zum gewünschten Raum das Produkt dann hinzufügen. Dann kommen wir nochmal in dem Gerätübersicht oder in dem App-Übersicht ins Zuhause. Jetzt kann ich dann die Wandschalter oder die Funktion von dem Wandschalter dann zeigen. Wenn ich dann die Gerätübersicht dann klicke, dann kann ich die Wandschalter dann auch dann steuern. Schalten kann ich den Wandschalter in der Smart Plus App entweder durch Klicken auf die Schalter oben in der Grafik oder über die beiden Schalter unten. Zum Beispiel, wenn ich dann das schalten will, dann ist die erste Schalter dann an und die zweite kann man auch so machen. Dann kann ich dann hier gleich mit so auch dann das aus- und anmachen. Wie bei einem Wandschalter üblich, kann man auch über den Taster die angeschlossenen Produkte an- und ausschalten. Zum Beispiel hier
dann Schalter 2, das sieht man auch in die App, dass es dann ist und dann Schalter 1 und jetzt ist das auch in die App dann an. Die Beschreibung der beiden Schalter kann ich durchklicken, dann auch modifizieren, dann kann man dann definieren, so zum Beispiel in diesem Fall, dann das war das eine Leuchte, das kann man dann speichern, damit merkt man auch, so, welche Schalter zum welches Produkt dann verbunden ist. Unten findest du die erweiterte Funktionen, die ähnlich sind wie eine Steckdose. Über Routinen, zum Beispiel hier diese, über Routinen ist es auch möglich, auch Produkte zu steuern, die nicht an dem Stromkreis angeschlossen sind. Gehe dazu nochmal in eine Zuhause-Übersicht, dann oben gleich wieder auf Plus-Symbol und dann ganz unten auf Routine hinzufügen. Dann auf Erstelle eine eigene Routine und hier bei Bedingungen dann eine Bedingung dann hinzufügen und dann die vierte Option bei Änderung des Gerätstatus und hier dann wählen wir dann gleich Hybrid Switch 2 Kanal. Also dann sieht man oder hier kann man dann Schalter 1 oder Schalter 2 auswählen und bei jeder Schalter gibt es dann wieder jeweils dann an oder aus. Ich klicke zum Beispiel dann hier an und dann speichere dann oben, dann ist das als Bedingung dann gespeichert. Als Aufgabe kann ich hier zum Beispiel eine Steckdose, die mit einer Stehleuchte verbunden sind, dann anschalten und dann steuern. Ich hoffe, dass dieses Video hat dir geholfen, wie alle unsere Videos, deine Meta über Wi-Fi Wandschalter in die Smart Plus App einzurichten. Falls du noch weitere Fragen zu den Funktionen in der Funktion der Meta Wandschalter hast, schreibe uns natürlich in die Kommentare und ciao, ciao.